Wir sind Basti und Svenja und nachdem wir uns über ein Jahr in Europa ins Vanlife eingegroovt haben, erfüllen wir uns nun unseren größten Traum. Denn es geht nach Kanada! Wuhu! Wir fahren mit unserem selbst ausgebauten Van und unserer Hündin Pepper von Kanada Richtung Südamerika. Diese Woche haben wir uns nochmal mit 2 Freunden, die Basti zu Beginn der Reise kennengelernt hatte, getroffen und sind anschließend weiter Richtung Osten gefahren. Nicht wissend, ob sich der Umweg von über 1000 Kilometern lohnt. Abonniert den Kanal und entdeckt den Osten Kanadas mit uns, bevor es weiter Richtung Westen geht. It's all in our hands, this life of time that's given to us all. It gathers round each night, each morn. We watch it pass and grow. It is all in our hands, it is all in our hands. Bonjour aus Quebec und willkommen zu einer neuen Folge mit Neuland Stories. Basti ist hinter der Kamera, ich darf heute alleine Hallo sagen. Wir sind seit gestern Abend hier in Quebec und haben hier am Yachthafen übernachtet. Und das ist irgendwie nur ein Katzensprung von der Altstadt entfernt und da machen wir uns jetzt hin auf den Weg. Do you want this spoon? No, it's fine. That's okay. Yeah. Thank you very much. Hinter mir ist das Port Saint-Jean und sobald man durch das Tor durch ist, ist die Altstadt von Quebec UNESCO-Weltkulturerbe. Und nachdem wir jetzt einen Kaffee geschlürft haben und fit sind, laufen wir mal ein bisschen durch die Gassen da. Und ich habe einen neuen gelben Rucksack, damit man mich auch immer gut auf den Bildern sehen kann. Ja, Baby. Unter anderem deshalb zählt Quebec auch zu den beliebtesten Reisezielen und hier können auch Kreuzfahrtschiffe anlegen. Deshalb wird es zu gewissen Stoßzeiten hier in den engen Gassen von der Altstadt recht voll. Deshalb Beeilung! Also, wenn man hier in dem Laden vorbeikommt, ist eigentlich immer die gleiche Reaktion. Oh mein Gott, Popcorn. Aber wir haben uns gerade darauf geeinigt, dass wir uns vielleicht erst heute Abend eine kleine packen können. So lange schaff ich noch.
hier gerade ein bisschen durch den Park spaziert und irgendwie haben wir gerade gesagt, schon eine schöne Stadt. So eine Mischung aus Großstadt und Hochhäusern und kleinen gemütlichen Gassen und ja, es ist ziemlich voll, aber irgendwie macht es trotzdem Spaß. Und ich glaube, wir sind so langsam hungrig, zumindest ich. Und deswegen holen wir uns jetzt was Klassisches, Quebecisches. Weiß nicht, ob man das so sagt. Aber es gibt eine Poutine. Bist du nicht auch eine Poutine? Kleiner Fass? Danke. Man isst hier nur in hippen Lokalen, wenn man in der Schlange steht. Ist ja ganz klar. Deswegen haben wir uns das rausgesucht. Ich glaube, ich nehme Classic Poutine und eine Lemonade. Und dann können wir ja jeweils einen kleinen nehmen. Ne? Dann ist aber die Frage, ob ich die vegetarische nehme oder ob ich die vegane nehme. Das ist irgendwie ein bisschen das, was man als Kind früher gemacht hat. Wenn man Pommes so ein bisschen in der Bratensoße matschig hat werden lassen. Okay. Du hast das Klassische ausgewählt, ne? Ja, aber echt lecker. Ich habe das Vegetarische mit Pilzragout. Schmeckt wohl gut. Ja. Doch, geil. Muss man aber schnell essen. Ja. Reiß hier alles. So, wir gönnen Peppi und vor allem uns auch eine kleine Stadtpause. Und Peppa kriegt auch ihr Fressen. Und dann ziehen wir heute Nachmittag nochmal los in das kleine Viertel Petit Chablin. Heute Nachmittag, Ja, das wäre schon durch. Abend, früher Abend. Wir sind jetzt unterwegs im Petit Chablin. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das ist so ein bisschen das kleine Kunstviertel hier. Leider haben jetzt schon einige Sachen zu, aber wir sind ja auch eigentlich auf der Suche nach Bier oder Cocktails oder so. Also, fingers crossed, wir finden was. Anscheinend gibt es hier aber nicht nur schöne Kunst, sondern auch das Musée de Belles Arts. Also zu Deutsch eine Sammlung der schlechten Kunst. Hat leider auch schon geschlossen, sonst wären wir mal durchgeschlendert.
Der siffigste Club-Pub ist doch immer noch der beste, oder? So siffig? Hä? Deswegen oder was? Deswegen. Und wenn der Barkeeper einen schon angesmoked halb schräg anguckt. You're welcome. So you want to order something to eat? We are fine with You're it. fine, alright. Yeah, thank you. Also chips? Let me take a picture, put you in the food, okay? Man sieht dich gar nicht hinter dem Glas. Schmeckt voll gut. Bin überrascht. Kann man gut trinken. Guten Morgen. Wir sind immer noch im Hafen von Quebec. Es ist ein kleiner Sturm aufgezogen. Es wird ganz schön dunkel und bewölkt draußen. Wir frühstücken hier jetzt noch. Machen noch mal einen ganz kurzen Abstecher in die Stadt, weil wir haben gestern Abend noch einen süßen kleinen Laden entdeckt, wo es Weihnachtsbaumschmuck gibt. Und wir sammeln ja in jedem Land immer Weihnachtsbaumschmuck. Und wenn wir schon mal so einen coolen Laden entdeckt haben, können wir das für Kanada direkt abhaken. Ist zwar ziemlich weit am Anfang, aber was man hat, hat man. Und danach geht es weiter dem St. Lorenzstrom entlang, endlich Richtung Natur. Davor müssen wir aber noch Wäsche waschen. Basti hat nämlich seine letzte Boxershot aufgebraucht, der ist aber auch schon eine Woche länger hier als ich. Und was wollten wir noch? Duschen. Duschen müssen wir auch noch mal. Drückt uns die Daumen, dass wir was finden. I love to wake up in the morning, but keep dreaming without wording. The day is gone. And sometimes I take a walk, then I forget about the clock. I can slow down. My friends are sitting laughing, but I just keep on napping. They're knocking on my door, but I'm knocking them down. They say I'm acting crazy, but I just wanna lie in the sun. Whoa, lie in the sun. Eigentlich wollten wir Wäsche waschen. Da gab es aber keinen Wechselautomaten und auch keinen Parkplatz. Deswegen verschieben wir das nochmal. Haben stattdessen einen öffentlichen Pool, also so ein, Schwimmbad ist es auch nicht richtig. Es ist einfach nur ein Pool. Hoffen, dass wir da gleich duschen gehen können. Und vorher, der macht nämlich erst in 2 Stunden auf, haben wir jetzt hier einen richtig coolen Park, gehen nochmal mit Peppi, essen nochmal eine Kleinigkeit und dann gehen wir da rein. Ich übernehme den Part, was es zu essen gibt. Wir sind nämlich durch einen richtig schönen Vorort gefahren von Quebec. Und da gibt's, der Vorteil von Französisch-Kanada ist ja, es gibt hier genauso geile Bäckereien wie in Frankreich. Und Pain au Chocolat. Ich musste schon einmal reinbeißen. Und noch ein Croissant mit Mandel. Und dazu gibt es einen Kaffee oder Chai. Also wir haben ja schon gesagt, dass unsere Klamotten-Wasch-Action nichts geworden ist. Und ich glaube, mit dem Duschen müssen wir auch warten. Da ist nicht viel Wasser drin. Aus dem Zoo. Scheint geschlossen zu sein. Müssen wir wohl doch unsere Außenduschen nutzen, ha? Jupp.
the sunrise, sunrise, sunrise. Will you wait with me for the moonlight, moonlight, moonlight? How will they both be held? Folding limbs as last lights fade. Oh, you'll walk with Moin zusammen. Wir sind heute schon richtig früh auf den Beinen. Wir sind gegen 5:45 aufgestanden, haben heute schon eine kurze Fähre über den Fjord genommen, denn wir machen heute eine Whale-Watching-Tour. Wir hoffen natürlich, dass wir ein bisschen Wale gucken können. Sicher ist das natürlich nicht. Wir drücken aber die Daumen. Aber das Wetter ist mega gut. Also vielleicht schon mal gute Voraussetzungen. Allerdings soll man sich richtig warm anziehen, denn da draußen auf dem Wasser wird es dann doch noch mal ein bisschen kälter als hier auf dem Festland. Wir sind relativ früh dran. Wir können die Tickets noch nicht abholen, deswegen machen wir uns noch mal einen Kaffee und einen Chai. Frühstücken ein bisschen was, dann holen wir die Tickets ab und dann geht's ab zum Schiff. Zum Schiff. Ist eigentlich nicht so typisch für uns, dass wir mal ein bisschen früher dran sind. Naja, eigentlich waren wir die letzte Zeit ganz schön früh immer wach. Ja, das stimmt. Aber nicht um 5:45. Das ist dann doch ein bisschen früher. Aber dafür hatten wir einen megamäßigen Sonnenaufgang. Ja, das stimmt. Der war Und schon, wir sind ein bisschen aufgeregt, oder ich zumindest. ja. Wir drückt uns die Daumen, dass wir ein paar Wale sehen. Und ihr dann auch. Und ihr auch. Von wegen früh dran. Direkt wieder Stress. Alles geklappt. Hier drin riecht's richtig nach Kaffee-Barista-Bude. Voll geil. Ticket haben wir. Richtig Oldschool-Ticket. Und es wird schon 9:15 Uhr gebordet, nicht erst 9:30 Uhr. Und da gibt es einen Parkplatz, aber der kostet $4 die Stunde. Die Frage, ob wir jetzt doch hier irgendwo parken und runterlaufen. Noch haben wir 1:15. Oder wir fahren mal runter und gucken es uns an. Ja. Okay. Ja, es geht los.
Es hat richtig Spaß gemacht, es war richtig cool. Wale sind einfach faszinierende Tiere und ja, auch Delfine waren dabei und ein paar Seelöwen oder Seeelefanten sogar. Ich weiß es gar nicht mehr. Seals. Big Seals. Ja, war ein cooles Erlebnis. Wir waren auch froh, dass wir die erste Tour genommen haben heute Morgen. Als wir jetzt gerade wieder angelegt haben, war eine Riesenschlange. Deshalb ja, früh aufstehen lohnt sich einfach immer. Jetzt aber schnell zu Pebby, weil die wartet schon ein bisschen auf uns und wir sind auch hungrig. Wir haben gerade nochmal gesagt, wie krass der Temperaturunterschied ist hier an Land. Also wir haben lange Unterwäsche an und hier an Land ist es einfach viel zu warm, aber draußen auf dem St. Lorenz-Strom war es genau richtig. Also es war schon ein bisschen kalt, aber wir haben nicht gefroren. Warm hier drin, gell? Ja. Eine Maus. Hier. Hast du bequem gemacht? Hast du bequem gemacht? Die Sonne ist rausgekommen und wir haben hier einen richtig süßen kleinen Parkplatz gefunden, wo wir einfach die Sonne noch mal ein bisschen nutzen wollen und uns ein bisschen bewegen und einfach ja, jeden Sonnenstrahl noch genießen wollen, solange wir es können, bevor der Herbst kommt. Deshalb denken wir oder sagen wir einfach mal, wir beenden den Vlog für diese Woche. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir finden, der Weg hat sich definitiv nochmal gelohnt, zurück in den Osten. Wir finden es hier schon genial schön und freuen uns einfach auf den Rest von Kanada, was noch alles kommt. Wir müssen uns aber noch ein bisschen dran gewöhnen, wieder in der Öffentlichkeit zu vloggen, wenn andere Menschen drumherum sind. Es ist doch wieder merkwürdig, die Kamera rauszuholen und da rein zu quatschen. Wir hoffen, es hat euch nicht allzu doll gestört. Oder vielleicht mal die Frage andersrum. Wenn ihr Menschen mit Kameras seht, die in die Kamera reden, findet ihr das komisch oder wie ist das für euch? Keine Ahnung. Irgendwie haben wir uns das mal gefragt. So, jetzt aber Schluss mit Reden. Wir machen jetzt noch eine Runde Sport. Ihr lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Genau, abonnieren nicht vergessen und die Glocke aktivieren, damit ihr kein Video mehr von uns verpasst. Danke. Ende. Hinter mir ist das Port St. Jean. Das. Jetzt haben hier am Yachthafen Hafen am Yachthafen. Hier gibt's einen Popcornladen.